Grüßt euch und herzlich willkommen zum 22. Teil zum Bau meiner Sprunganlage. Ja, die Saison neigt sich dem Ende entgegen und heute werde ich hier an der Stelle weitermachen und das Segment weitestgehend fertig machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Weil ich immer noch auf eine Bestellung warte mit meinen Mauern, habe ich mir jetzt überlegt, ich mache hier mal das Haus schon hin und fange mal mit dem Drumherum schon an. Jetzt klebe ich als erstes mal die Hütte hier hin. Da kommt keine Beleuchtung rein und nichts. Sie ist relativ prunklos. Und jetzt fange ich hier einfach mal an. Ich habe mir jetzt hier schon ungefähr rausgesucht, wo die hin soll. So. Gut, und jetzt fange ich hier mal an und fülle das mal mit Erde auf. Muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht zu nah hingehe, weil da muss ich dann hier noch ein Stück Mauer machen. Und das soll so ein bisschen alles, ja, das darf nicht aufgesetzt ausschauen, deswegen muss ich dann da nochmal mit Erde ran. Jetzt seht ihr schön meinen Handrücken, das ist sehr gut. Ein bisschen zu wenig, da müssen wir nochmal nacherden. Dann geht es ganz klassisch weiter. So, dann lassen wir es trocknen. Und weil ich die Segmente gerade so schön auseinander habe, mache ich jetzt auch gleich hier mal die Kante ein bisschen schön. Also ich schotter das nochmal nach. Dafür habe ich mir jetzt Schotter in unterschiedlichen Farben gemischt wieder. Einmal für Nebengleis und einmal für Hauptgleis. Und das mache ich jetzt da rein. Und dann hoffe ich, dass das passt. So, hier sieht man jetzt ganz gut. Fürs Hauptgleis, das ein bisschen stärker befahren ist, habe ich einen rostigeren Schotter genommen. Und für das Nebengleis, das ein bisschen weniger gefahren ist oder nur zur Umfahrung dient, habe ich ein bisschen einen helleren Schotter genommen. Und jetzt mische ich mir mal hier beziehungsweise mache ich mal hier meine Schotters ran. So, jetzt lasse ich das mal trocknen. Was meine Erreichbarkeit von der Elektronik hier im Haus angeht, habe ich jetzt hier einen Balken reingemacht und am Dach ein Magnet. Und jetzt kann ich das hier ganz einfach hinklicken und jetzt ist das relativ fest. Ich glaube, ich lasse das jetzt so. Ich hätte ganz gerne noch einen zweiten, aber ich habe jetzt nur noch so einen kleinen Magneten gehabt. Aber es ist zumindest so fest, dass es nicht hin und her rutscht. Mache ich hier weiter, neben meinem Stellwerk. Das hatte ich ja schon vor meiner YouTube-Zeit gebaut. Da zeige ich euch dann später mal die Inneneinrichtung auch. Aber hier möchte ich einen Parkplatz machen für die Mitarbeiter von hier. Und da habe ich mich jetzt wieder für den Sand, den ich auch für die Ladestraße genommen habe, entschieden. Und der wird jetzt hier wieder drauf aufgetragen. Der schaut immer so hell aus, wenn man den frisch nimmt. So. Hier am Stellwerk rum soll dann so ein bisschen Gras kommen. Hier vorne ist so ein einfacher Begrenzungszaun. Wahrscheinlich bloß einfach so ein paar Pfosten und obendrauf so eine Querlatte. Und hier hinten dann noch so ein bisschen Büsche, dass das ein bisschen besser in den Hintergrund übergeht. Genau, und jetzt wird es wieder gedrängt. So, und jetzt vermische ich das hier noch, dass das ein bisschen gleichmäßiger ist. Und dann lassen wir es wieder trocknen. So, ich habe hier zwischenzeitlich eine zweite Schicht aufgetragen und hier am Rand so ein bisschen die Erde schon gemacht. Während das jetzt trocknet, jumpe ich mal hier rüber. Ich jump heute ein bisschen mit euch, ein bisschen wild umeinander. Und jetzt mache ich hier, muss ich schauen, dass ich ein bisschen Licht habe, mache ich hier mal die Verschmutzung an die Seite hin. Dazu nehme ich mir ein schwarzes Wash. Jetzt mache ich erstmal hier vorsichtig. Da habe ich schon ein bisschen mit Pulverfarbe getestet. Aber ich bin nicht so der Pulverfarbentyp. Da bin ich zu wild für. Da darf man kein wilder Hund sein. So. Hier kommen dann 2 Mülltonnen hin. Und eine kleine Szene.
Und jetzt lasse ich das auch trocknen. Jetzt mache ich natürlich noch die anderen Gebäudeteile. Und zwischenzeitlich ist jetzt alles getrocknet. Außerdem sind meine Mauern gekommen. Und jetzt stelle ich euch mal um und dann zeige ich euch mal, was Sache ist. Und zwar habe ich hier so ein Stecksystem bestellt und das ist einfach so zum Zusammenstecken. Und jetzt habe ich das zusammengebaut und habe mir beim Zusammenbau habe ich mir schon gedacht, die Pfeiler wirken aber groß und wenn ich dann eine Figur daneben stelle, dann ist dem auch so. Also ich finde die sehr wuchtig. Mag sein für ein großes Fabrikgelände, dass die gehen, aber für meine Zwecke hier ist es mir zu wuchtig. Dann habe ich mir Alternativen bestellt. Und zwar hier von Zapfmauer, die habe ich schon soweit zusammengebaut. Die ist von der Pfeilerdicke her wesentlich besser und filigraner, aber die verdeckt mir zu viel hier auf meine Garage. Wenn ich dann meine Figur daneben stelle, da sieht man dann nicht mehr, was hier dahinter für Szenen stattfinden. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich kombiniere das einfach. Ich baue quasi, ich zwicke hier die Dinger ab, die Zapfen, und klebe das hier unten hin und mache dann hier oben die Gitter drauf. Und das ist dann, zumindest stelle ich mir das vor, dass das eine coole Mischung wird. Gut, da starten wir jetzt. Jetzt habe ich mal einen Probeaufbau hier gemacht. So schaut es jetzt aus. Und jetzt habe ich hier das Problem, dass es ein bisschen zu lang ist. Das heißt, ich muss jetzt alle so um 4-5 mm kürzen, dass das die gleiche Länge hat, weil sonst schaut das blöd aus, wenn dann das Endstück ein Stück halt zu kurz ist. Und hier, die Seite, werde ich dann die hohe Mauer hinmachen, weil es mir nicht ganz reicht. Und ja, ich denke mir, das passt dann schon zum Nachbargrundstück, kann die Mauer ruhig durchgeziegelt sein. Jetzt habe ich das Ganze auf Länge gebracht, so wie ich es mir vorstelle. Und das Gute war, dass die Gitter, also dass es jetzt sich genauso rausgeht, dass ich hier nur so eine Dingens rausschneiden musste. Und jetzt kann ich das mal schon verkleben alles und dann lackieren. Erstmal trocknen lassen und dann vorlackieren, beziehungsweise primern. Meine grundsätzliche Idee ist jetzt, dass ich habe jetzt hier so ein Klebeband auf den Karton geklebt und dass ich jetzt quasi das hier schön auf das Klebeband hinklebe. Dann kann ich das gleich lackieren, dann kann es da gut trocknen. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Vor allem kann ich mich dann optisch an dem Klebeband orientieren und zumindest versuchen, das gerade zu bauen. So, und wenn das fertig ist, schaut das Ganze so aus. Eine schöne Reihe Mauer mit Pfeilern. Jetzt muss ich die noch ein bisschen ausrichten und dann stelle ich es raus zum Trocknen in die Sonne. So, jetzt habe ich das mal soweit alles fertig grundiert und habe hier schon angefangen, die Farbe drauf zu streichen. Da habe ich mir wieder mein Cavalry Brown genommen und das wird jetzt schön, wo sind wir denn, da sind wir, wird jetzt schön wieder einfach drauf gestrichen, so ein bisschen verdünnt mit Wasser, dass es besser fließt, dass man es besser streichen kann und dann einfach drauf. Die Mauer konnte jetzt über Nacht trocknen. Ich habe die jetzt heute schon matt lackiert und habe diese Abdeckungen drauf gemacht. Und das habe ich hier auch schon vorbereitet. Also das wird quasi der Seitenteil. Hier muss ich dann kürzen, wo noch keins drauf ist. Und genau. Außerdem habe ich die Gitter lackiert mit, ja, was ist das? Metalllack. Das muss ich dann noch ein bisschen altern. Und die Mauern mit einem schwarzen Wasch, aber es wird langsam. Jetzt habe ich die Dinger hier oben festgeklebt und das ist jetzt alles getrocknet. Und jetzt habe ich mir ein schönes schwarzes Wasch gemacht und jetzt wasche ich. Zwischenzeitlich, während die Mauern trocknen, mache ich die Gitter, die sind auch schon getrocknet. Da habe ich hier meine Metallfarbe. Stil. Und da wird jetzt schön Strebe für Strebe bepinselt. So, und wenn ich Strebe für Strebe gemacht habe, drehe ich es einfach um.
mache von der anderen Seite. Dann habe ich automatisch alles nicht lackiert. Die Mauern habe ich jetzt von ihrer Halterung losgemacht. Die sind jetzt soweit fertig, die lasse ich so. Die sind natürlich in 2 Teile zerbrochen, das ist aber nicht weiter tragisch, das klebe ich dann wieder. Und die Gitter sind auch fertig, soweit. Die kriegen jetzt noch eine dünne Rostschicht mit einem dünnen Rostwash. Und dann klebe ich die schon drauf. Und danach wird das Ganze auf die Anlage geklebt. Das ist jetzt soweit getrocknet. Jetzt schnappe ich mir einen Sekundenkleber und mache dann hier mal die Gitter rein. So. Da wird man jetzt nicht viel sehen wahrscheinlich. So. Dann richte ich das noch ein bisschen aus. Schau, dass es überall schön anliegt. So. Es schellt. Und dann schaut es so aus. Gut. Guti gut. So, lala. Jetzt habe ich die Mauer und den Zaun soweit fertig. Und jetzt wird das Ganze mal draufgeklebt. Es wird dann von außen noch mit Erde aufgefüllt. Ich habe es auch mit matten Klarlack wieder geairbrushed. Und jetzt geht's los. Achso, da muss ich auch noch ein bisschen einen Bob drauf machen. So, und dann lasse ich das erstmal kleben und trocknen. Das konnte jetzt schon so ein bisschen antrocknen. So schaut das Ganze von hinten aus. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe hier auch gleich noch Tore installiert, so ein bisschen als Abschluss zum Hintergrund. Genau, das steht ein bisschen offen, weil da jetzt dann hier noch eine kleine Szene reinkommt mit Figuren. Und genau, jetzt mache ich als nächstes die Erde hier vorne dran, wo es jetzt noch weiß ist. Und dann kann das alles schön über Nacht trocknen. So schaut es jetzt aus. So, und dann tupfe ich das Ganze wieder ein bisschen an. Und dann wird es mit Alkohol getränkt. Das übliche Prozedere eigentlich. Gut, und das mache ich jetzt über die gesamte Länge und dann lasse ich das Ganze schön über Nacht trocknen. So, der Zaun konnte jetzt über Nacht trocknen. Das ist jetzt alles bombenfest. Und jetzt fange ich hier so ein bisschen das Begrasen an. Ich werde das so hier rein zu, dann immer ein bisschen weniger begrünen. Habe ich mir jetzt mal so gedacht. Schauen wir mal. So, und dann geht's los. Gut, das mache ich jetzt wieder schrittweise alles. Jetzt habe ich beim Begrasen gerade glorreich das Dach vom Stellwerk abgerissen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich zeige euch da gleich mal, wie es drin ausschaut, wenn sich schon mal die Gelegenheit ergibt. Genau, so schaut es aus. Und zwar habe ich mir jetzt für eine Lampe hier vorgestellt, dass die hier hinkommt, ins Eck, weil das ein recht dunkles Eck ist und dann wird es ein bisschen heller. Und da bohre ich jetzt mal. Das wird jetzt wild, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht durchschieße dann in den Pfosten. Ich habe mir jetzt überlegt, ich bohre jetzt mit so einem kleinen Handbohrer vorsichtig durch und dann von unten hoch. Schauen wir mal, ob das alles so wird. Das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen, das Loch.
So, fertig. Sehr schön. So, mittlerweile habe ich hier alles fertig begrast. Da sind jetzt 3 Schichten drauf. Und jetzt habe ich hier noch, wenn die Stellwerksbetreiber, die Fahrdienstleiter kommen, dass sie nicht hochmotiviert zur Arbeit fahren und dann auf die Gleise ballern. Habe ich hier noch ein Gitter gemacht. Beziehungsweise ein Gitter, ein Stück als Zaun für die Autos. Genau, da fehlen jetzt noch 1, 2 Autos und dann ist gut. So, und dann hätte ich auch mal wieder eine Frage an euch. Und zwar, ich halte jetzt gleich mal mein Mikrofon an die Lok. Aber vielleicht hört ihr es auch schon so, die brummt ziemlich. Und da ist jetzt meine Frage, ist das irgendwie ein Tröpfchen Öl oder irgendwas anderes? Ich halte mal mein Mikro hin. Klingt recht rau. Also da wäre ich euch dankbar für einen Tipp irgendwie. Jetzt habe ich das wieder soweit zusammengebaut, die Segmente. So schaut es jetzt aus. Hier sieht man jetzt die Übergänge. Die sind jetzt ein bisschen besser zumindest. So, dass man gut damit leben kann. Oder zumindest einigermaßen damit leben kann. Ich habe jetzt hier so Büsche und Sträucher überall angebracht. 3 Schichten Gras. Aber das habe ich jetzt natürlich nicht gefilmt, weil das habe ich ja schon gezeigt. Und wie man einen Baum oder einen Busch setzt, das muss man jetzt, glaube ich, nicht filmen. Hier kommt noch so ein bisschen dann Schrott hin. Genau. In der Werkstatt wird fleißig geschweißt. Hier draußen ist eine Szene mit dazugekommen. Er wollte jetzt eigentlich sein Auto abholen. Aber der nette Werkstattmitarbeiter hat ihm eröffnet, dass er das vergessen kann, weil seine Bremsen kaputt sind. Und er wollte eigentlich in Urlaub fahren. Aber ja, das fällt jetzt wohl flach. Dann haben wir hier ist meine Katze, wie sie einen Ratz jagt. Der schaut gerade so ein bisschen hinter der Mülltonne raus. Genau. Ja, mal. Ansonsten so ein bisschen Büsche und Sträucher. Hier ist noch ein Käfer dazugekommen unter der Lampe. Der gehört ein Werkstattmitarbeiter, der parkt immer da im Eck. Genau, und da hinten haben wir dann jetzt noch ein paar Bäumchen. Und so schaut es jetzt auf jeden Fall aus im Gesamtbild. Gut, das soll es dann für das Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.